Das Wasser aufs Leder bringen geht am besten mit einem synthetischen Schwamm. Kein Naturschwamm nehmen, weil dort könnte es noch Sand drin haben und dann haben wir wieder einen Kratzeffekt. Am besten tut man destilliertes Wasser nehmen und dann den Schwamm eintauchen, austrocknen und so übers Leder fahren. Gleichmäßig verteilen, auch wenn das Leder an Stellen vielleicht ein bisschen dunkler wird, ist das ein Zeichen, dass dort mehr Wasser aufgenommen hat. Aber man hat keinen Wasserrand. Ich darf nicht nur punktuell reinigen, sondern immer grossflächig, immer von Nord zu Nord. Wenn ihr euer Seidemöbel so pflegt, wie ich es euch erklärt habe, wird es euch eine lange Zeit in eurem Leben begleiten und sie werden riesig Freude daran haben.